Freunde und herzlich willkommen hier wieder auf unserem Kanal. Und wie ihr seht, sind wir natürlich wieder unterwegs. Und heute erkunden wir ein altes Sprengstoffgelände, also wo praktisch Sprengstoff produziert wurde, zumindest eine Grundsubstanz, sage ich jetzt mal, wurde hier hergestellt. Und ja, in riesige Silos gelagert, was so ein bisschen auch aussieht wie Bunker. Man sieht es hier. Das sind im Prinzip auch Bunker. Und ja, aus dem Zweiten Weltkrieg. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal näher an. Ja, jetzt habt ihr hier im Prinzip dieses imposante Bauwerk, wo ihr da schon ein bisschen erkennen könnt, ist das Ganze gesprengt. Und zwar wurde das 1947 gesprengt. Die ganze Anlage. Ja, wie ihr sehen könnt, trotz dass es so massiv ist, hat sich da einiges bewegt und er ist nicht mehr in dem Zustand, wie es mal ursprünglich war. Da ist praktisch oben die ganze Kuppel ist komplett runtergekommen. Da muss ich ein bisschen aufpassen wieder. Und hier müssen wir auch mal jetzt direkt die Taschenlampe zücken. Aber so wie es aussieht, ist das hier nur... Oh ja. Hier könnt ihr sehen, hier ist komplett das Ganze in sich zusammengesackt. Hier gab es wirklich auch eine Treppe. Aha, okay. Also war das Ganze auf jeden Fall mehrstöckig. Und hier ist schon, geht es praktisch draußen weiter. Also hier wären wir im Prinzip eine Etage höher gekommen. Was jetzt leider nicht mehr geht. Ja, gehen wir erstmal hier ringsrum um die ganze Anlage. Das sind wirklich auch wieder gewaltige Ausmaßen. Ja, und man hat hier im Prinzip eine Menge Wasser und Methanol verarbeitet zu einem Grundrohstoff, letztendlich, den man in der Sprengmittelindustrie verwendet hat, für natürlich Herstellung von Explosivgeschossen und so weiter, also von Munition, Sprengmittel aller Art, wurde hier praktisch die Grundzutaten, sage ich jetzt mal, die Grundrohstoffe, die man da halt brauchte, die wurden hier hergestellt. Den Fachausdruck habe ich jetzt nicht mehr ganz so auf dem Schirm. Irgendwas mit Penezin, irgend sowas in der Art. Da müsste ich nochmal nachgucken, dann wird mir euch das hier einblenden. Ja, und hier oben seht ihr im Prinzip, das war schon wie so eine Art Silo. Ne, dieser Rundbogen hier, der hier oben drauf stand. Und ja, ist dann so kollabiert, dass der hier nur so abgesackt ist. Und man sieht auch, also ich meine auch so einen leichten Tarnanstrich zu erkennen. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier früher auch alles so wie der Wald war oder wahrscheinlich nicht. So, wir versuchen uns mal hier einen Weg durchzubahnen. Das ist gar nicht mal so einfach, weil man hier auch auf die ganzen wie hier zum Beispiel, so ein Stück von so einem alten Stahlträger, also von so einem alten, von diesem ganzen Fundament, die ganzen Eisenbeschläge und so weiter hier aus dem Boden gucken. Versuch mal, ob man jetzt hier irgendwie ein bisschen diese Plattform jetzt hier oben umrunden können. Also das ist ja jetzt hier im Prinzip das Dach, was jetzt hier abgekippt ist.
Also so ein richtig kreisrundes Gebäude, also im Prinzip wie halt so ein Silo, ne? Müssen wir mal gucken, ob man irgendwie noch so Hinweise finden kann. Einzelne Arbeitsstationen. Ja, und wir sehen gerade, da hinten tut sich schon das nächste Gebäude auf. Auch da oben auch wieder irgendwie ein bisschen zusammengesackt. So, und hier habt ihr nochmal die Seite. Also es scheint halt wirklich so, dass es hier auch eine Tarnfarbe gab und dass das jetzt nicht nur so Farbveränderungen von Auswaschungen oder irgend sowas sind. Also man hat hier braun, da unten auch wieder grüne Farbe und da auch das Schwarz. Also das ist schon ein Tarnanstrich gewesen. Also man kann das hier deutlich erkennen, auch da oben an diesen Abplatzern vom Stein, von dem Zement, von dem Beton hier. Ja, also das Ding hatte einen Tarnanstrich. Okay. Ja, hier oben kann man noch mal ein bisschen ums Eck gucken. Also man kann hier bis darauf, wo wir gerade reingegangen sind, hier auch nicht weiter rein. Nicht möglich. Dann gucken wir mal, was wir in den nächsten Gebäuden so finden. So, wie ihr jetzt hier schon im Hintergrund erkennen könnt, da haben wir im Prinzip ja, den nächsten Bunker. Und ja, den gucken wir uns jetzt einfach mal an. Ja, und da haben wir an der Seite wieder die Tür. Oder den Eingangsbereich besser gesagt. Aber auch da oben ist das Dach schon weggeknackt. Jetzt ist die Frage, wie wir jetzt hier... Aha, hier lag schon mal einer drin. Das war sogar noch Stacheldraht. Aber auch hier werden wir wahrscheinlich so erstmal nicht weit kommen. Ja, man kann auch hier wieder so ein bisschen die Treppe hoch. Ähnlich gerade wie bei dem ersten. Oh ja, wir können von hier oben reingucken. Oha. Da müssen wir noch ein bisschen aufpassen. Das war jetzt ziemlich absegeln, aber es sieht auch so aus, als ob man sowieso von unten auch rein könnte. Oha. Das ist aber auch mal eine ganz andere Dimension. Also das ist schon eine ganz gewaltige Geschichte hier. Ja, man sieht auch, dass dieser Stahlbeton, der hier verwendet wurde, auch solche massiven Explosionen locker aushält, dass das nicht komplett in Schutt und Asche liegt. Ja, im Prinzip, klar, hat sich das ganze Konstrukt ein bisschen verschoben, aber dass jetzt hier sogar die Kuppel noch so erhalten ist, ist schon wirklich Wahnsinn. Können gleich mal gucken, wenn ich mich nach unten bewege, weil das immer so schwer darstellbar ist auf den Videos, dass ihr dann einmal seht, was das wirklich hier für eine Dimension ist. Jetzt bin ich im Bauwerk. Ja, jetzt bin ich wie gesagt einmal hier direkt darunter und das ist halt wirklich sehr bedrohlich, weil alles irgendwie auf 7:30 hängt. Da könnt ihr Melanie sehen, auch nur ganz klein. So könnt ihr halt mal
da könnt ihr euch das halt vorstellen, wie groß das hier halt ist und ja. Aber man kann jetzt hier nicht wirklich feststellen, also es gibt hier keinerlei Arbeitsstation oder ähnlichen, um wirklich zu sagen, wie das hier ablief. Es kann halt wirklich sein, dass das halt solche Silos sind, wo praktisch das Ganze vermengt wurde. Aber warum dann Treppen dann an der Seite hochgehen, weiß ich nicht. Oder man hatte hier nur eine Plattform und das war praktisch der Silo-Höchststand. Und hier oben, weiß ich nicht. Oben sieht ein bisschen aus, als ob da auch eine Laufkatze dran war. Da oben seht ihr das, glaube ich, noch ein bisschen, oder? Da, ja. So, hier tut sich auch noch mal der nächste Bunker auf. Ja. Und hier ist im Prinzip wieder ein ähnlicher Bunker oder wahrscheinlich der gleiche. Nur ist der noch tiefer eingesackt. So wie das aussieht. Es sind natürlich auch etliche Bäume ziemlich ungünstig entwurzelt. Aber da müssen wir trotzdem rankommen. Und hier haben wir jetzt mal im Gegensatz zu den anderen beiden nochmal wie so ein Auslass. Wo wahrscheinlich, entweder hat man dann was verteilt, dass die Silos miteinander verbunden waren. Dass es dann halt verschiedene Aufbereitungsschritte gab oder verschiedene Schritte, um das halt zu vermengen in unterschiedlichen Abstufungen, dass man verschiedene Dosen verwenden hat, um Methanol wahrscheinlich zuzugeben. Das ist jetzt nur eine Vermutung. Ich bin da jetzt auch kein Chemiker, aber es wird halt nicht einfach gewesen sein. Das ist klar. Aber die Größen, wie ihr das gerade gesehen habt, die weisen einfach darauf hin, was das wirklich für Mengen waren. Ich kann gar nicht sagen, was das Volumen beinhaltet haben, die einzelnen Bunker oder Silos. Schwierig. Wir versuchen jetzt einmal hier unten irgendwie runterzukommen. Ich sehe das nur so ein bisschen. Wird ein bisschen tricky. Ja, da unten habt ihr wieder den Eingangsbereich. Und hier ist das Ganze halt mal in diese Richtung gekippt. Ja, was auch noch ganz interessant zu wissen ist, dass das natürlich auch alles wieder nicht unter Lasten von Zwangsarbeitern bewerkstelligt wurde. Also hier waren über 100 Sträflinge, Kriegsgefangene und natürlich auch Zwangsarbeiter allgemein. Die hier alle natürlich unter extremsten Bedingungen auch wieder arbeiten und schuften mussten. Das ist auch immer wieder dieser Aspekt, den man bedenken muss, auch wenn man staunt über diese Anlagen und wie das möglich gewesen ist und dass das doch alles so gewaltig ist und wie schnell das alles ging, aber unter was für Bedingungen halt, ne? Ja, und was halt immer interessant ist, dass diese Anlagen, es gibt ja wirklich viele Sprengmittelfabriken oder Plätze, wo Sprengmittel hergestellt wurde, dass die halt immer auch im Wald oder in so einem Gelände halt gebaut wurden, wo die schon alleine natürlichen Schutz hatten. Wir kennen jetzt 1, 2 Sachen
aus Deutschland, die wir schon besichtigt haben. Und aber auch eine riesige Anlage in Polen. Da verhält sich das halt genauso. Weil man natürlich vom Flugzeug aus sowas auch gar nicht einfach erkunden kann. Also die Anlage zum Beispiel in Polen, die wirklich riesig ist, die wurde niemals bombardiert. Gut, die ist auch da so tief im Wald. Aber das ist schon wirklich erstaunlich. Da wurden teilweise auch die Dächer extra bemoost oder mit Erde verdeckt und dann extra auch Bäume drauf gepflanzt, die ja dann natürlich mit der Zeit gewachsen sind und so den natürlichen Tarnlook erzeugt haben. Aber das ist wirklich gigantisch. Und das ist alles aus Beton, Stahlbeton gebaut. So Freunde, das war's im Prinzip mit diesem Video. Es war wieder eine gewaltige Anlage, die wir jetzt hier besichtigt haben. Und auch die Geschichte im Hintergrund war wieder ziemlich erdrückend. Und wenn euch das gefällt, sowas, dann... Oh, jetzt müssen wir schnell weg, jetzt wird schon scharf geschossen. Wenn euch sowas gefällt, die Videos, dann schaltet gerne wieder ein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.